Mike Romeo mit dem DL7 Whisky Hotel 3 Habe ich jetzt richtig verstanden? Du sitzt im Moment in Berlin und gehst über den Stadtteile durch. Ja, exakt, genau. Ja, ich habe das hier, wie gesagt, mit 940 super starkes Signal. Ja klar, natürlich ist die Entfernung nicht so weit, aber ist schon beachtlich. Also in der Signalstärke finde ich schon beachtlich. Das funktioniert ganz gut. Ich habe hier auf meiner Seite eine 2x27 Meter Doublet-Antenne im Garten hängen, ausgestreckt mit Hühnerleiter symmetrisch gestylt. Und das Ding funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt nicht nur im Nahbereich und in Europa, sondern tatsächlich auch für DX. Obwohl ich hier auf 80 Meter auch nur mit 100 Watt unterwegs bin. Und nicht mehr als 100 Watt aufmache. Grundsätzlich da. Aber funktioniert ganz gut. Ja, nicht schlecht. Aber sag mal, Berlin hast du gesagt. Du bist jetzt in Berlin. Beruflich oder wie kommt das jetzt zustande? Nö, das weiß ich auch nicht. Ich bin 81 nach Berlin gegangen und ja, so hat sich das hier so entwickelt und Bergburg, das ist halt mein Elternhaus und das existiert natürlich noch und da konnte ich mich auch nicht ausbreiten, was Antennen etc. anbelangt und ja, in Berlin hörst du nichts mehr, nicht? Weil da hat der Chinese den Krieg schon gewonnen und ist alles zugestört. So habe ich mich dann entschlossen, dann auf einer Seite halt dann da eine Station ordentlich aufzubauen und ja, das ist dann das Ergebnis geworden und ich benutze diese RSPA1 Remote-Software und die geht recht zuverlässig, die lasse halt nicht lediglich bei 40 Millisekunden. Ja, und ich habe halt hier dann einen ganz normalen Windows-PC, ein kleines Mischpult mit USB-Ausgang dran und an dem Mischpult halt hier so ein Galgenmikrofon. Das ist es im Wesentlichen, nicht? Und das funktioniert eigentlich ganz prima und ja, die Antenne in Berleburg, die hängt halt sehr frei und ist allerdings auch leicht abgewinkelt. Also man muss sich das so vorstellen, 3 Masten, 2 im Garten, einer auf dem Dach. Der guckt so 4 Meter über den Dachfirst hinaus und das sind dann über Grund 17 Meter und die Enden sind noch gute 10 Meter hoch. Und ja, ungefähr 20 Meter sind denn von dem Dachmast zu den einzelnen GSK-Masten und der Rest ist dann umgefaltet aufeinander zulaufend, wie so ein ganz offenes Dreieck im Prinzip, kann man sagen. Die GSK-Masten stehen nicht im gleichen Winkel, sage ich mal. Ich habe da so einen Öffnungswinkel von ungefähr 150, 160 Grad. Leicht bauförmig Richtung Westen, sich öffnend und auch in der Höhe halt eben 7 Meter Unterschied ungefähr. Aber zeigt sich, dass ich überall sehr, sehr laut zu hören bin und freue mich natürlich, dass das so gut funktioniert. Ja, so weit, so gut, Marco. Geht auch gut von deiner Seite aus, dein Rapport. 10 über 9, schon mal in Spitzen, ein klein wenig höher, aber für 100 Watt ist das ein tolles Signal. Also insofern kann man nicht meckern. Also den DM5MR und DL7WHG, Marco, go ahead. Ja, Ratter, Wolfgang. Ja, ich hatte dich vorhin mal kurz noch belauscht mit dem DL4BX Ostfriesland. Da wollte ich mich halt eben mal kurz reingemeldet haben, jetzt ist er leider schon gegangen. Und ich wollte jetzt noch die Frequenz gar nicht weiter belegen, denn ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zeit mit der Tochter zu verbringen. Wir sind ja alle hier im Corona-Modus und im Schulfrei-Modus. Und da ist jetzt der Spiele-Nachmittag noch angesagt. Das heißt, Funkgerät aus, mit den Kindern spielen und dann später irgendwann, wenn die dann im Bett sind, dann kann man die Kiste wieder hochfahren. Zumindest wenigstens auf TV mit Kopfhörer. Das funktioniert dann auch ohne, dass die Kinder wieder wach werden. Hi. Okay, ich wünsche dann auch die besten Grüße rüber nach Berlin. Oder indirekt über Bad Berleburg nach Berlin. Bleibt gesund und alles Gute hier vom Delta Mike 5 Mike Romeo, dem Marco aus der Nähe von Mönchengladbach, beziehungsweise zwischen Mönchengladbach und Ramont ist das genau gesagt. Also ich habe hier 3 Kilometer, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, 3 Kilometer zur holländischen Grenze. Und ja, ich denke, man hört sich dann auch wieder. Delta Lima 7, Whisky Hotel Golf, Wolfgang, zurück zu dir. Jo, alles klar, Marco, ne? Geht prima wirklich von deiner Seite aus, ja. Sind schwierige Zeiten im Moment und gerade wenn man noch Kinder hat, dann ist es doppelt schwer, finde ich. Naja, macht das Beste draus und vor allem bleibt gesund, ne? Man hat mich gefreut und dann hören wir uns sicherlich irgendwann mal wieder.
Dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. 73 von DL7 DHG. Roger, 73 von Delta Mike 5 Mike Romeo und QRT. Jo, ciao, ciao. Sonne pur, richtiges schönes Wetter und das hat mich bei meinem Antennenbau auch beflügelt. Ansonsten Rick höre ich mit 5,8 etwa, immer gut verständlich. Den Robert habe ich auch sehr gut gehört, 5,9 plus 10. Natürlich sind die Störungen mitzuhören, aber ansonsten kommt er bei mir sehr gut rein. Den Frank natürlich auch 5,9 plus 5, würde ich mal vorsichtig sagen. Den Delta Charlie 7 Juliet India habe ich mit 5,8 bis 5,9 gehört und den Lothar mit 5,7, aber in den Sprechpausen war er dann immer gut zu hören. Jürgen, DJ1 AKD 5,9 plus, sehr kräftige Modulation und freut mich, dich zu hören, Jürgen. Dann entsprechend der Volkmar DL5VA 5,9 plus 5 und teilweise darüber bei mir auch sehr kräftig. Und der Peter ist natürlich der am lautesten bei mir reinkommt. Grüß dich Peter, grüß dich Angela. Kommt sehr kräftig mit 5,9 plus 10. Und der Rainer in Görlitz habe ich mit 5,9 gehört, manchmal etwas darüber. Ja, ansonsten habe ich meine alte ZS6 BKW wieder aufgebaut mit anderem Draht. Bundeswehr Fernmeldekabel habe ich genommen, damit das ein bisschen stabiler wird. Und habe eben diese ZS6 BKW nach altem Muster wieder aufgebaut. Scheint doch brauchbar zu sein. Mikrofon zurück. Okay, hier ist wieder DL3RTR. Ich versuche dich zu übersetzen. Der Teil mit den Rapporten ist bei mir untergegangen, weil die beiden Stationen aus dem Osten wirklich hier ein Signal erzeugt haben, da bist du nicht gegen angekommen. Das liegt nicht an dir, du bist bei mir 20 über 9. Die Freunde aus der Sowjetunion aus der EMA sind bei mir mit 40 über 9 reingekommen. Ansonsten sagt der Max, dass er alle oder fast alle gut verstanden hat. Lothar ist in Teilen untergegangen. Dann hatten wir heute 12 Grad, Sonne, bestes Wetter. Dann kam der Teil mit den Rapporten, wo ich wenig verstanden habe, Volkmar unter anderem. Und am Schluss, Max, hoffe ich, dass ich das richtig verstanden habe, dass du deine alte Antenne erfolgreich wieder aufgebaut hast. Ja, Heike hat mal zu Lothar. Achso, vielleicht Frank, konntest du das besser aufnehmen? Nee, war alles so, ja, ein paar Rapporte noch, aber im Prinzip sind alle so mit, also Robert mit 9 plus 10 angekommen und ich mit S8. Aber ansonsten konnte der Max alle richtig aufnehmen. So, dann geht es Mike jetzt zurück an Sieg. Mir geht's soweit ganz gut. War heute mal ein bisschen draußen, nochmal in der Stadt ein paar Besorgungen machen, aber hab das da auch so kurz gehalten wie irgend möglich und mich also bald wieder auf den Heimweg gemacht. Ne? Immer schön mit Mundschutz versehen und so. Aber naja, was soll's. Im Moment müssen wir halt hier die Stellung halten. Ne? Der CTMS, die H1PAL bei DF0DG. Ja, prima, DF0DG, Papa Alpha 2, Tango Mike, Sierra, prima. Ja, ich hab die Woche damit verbracht, die 3 L-Netze zusammenzustellen. Ich bin bei 4800 Endstationen gekommen. Ja, das kann hinkommen, ne? Das kann hinkommen, vor allem international. Aber die wirst du nicht alle zusammenbekommen, ne? Und vor allem, da tut sich immer viel, ne? Es ändern sich immer sehr viele Sachen, aber ich habe früher auch mal sowas für Familiendiplom zusammengestellt. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, wenn du fertig bist, ist sie schon wieder veraltet. Ja, genau, ne? Aber ich denke, muss man auch so anfangen, ne? Und da kam ich auch noch eine Dekanu-Station. Dekanu hast du was für sein. Ja, Dekanu HHC, das bin ich ja auch, ne? Das habe ich auch hier.
Das Einzige, was ich noch von Golf 22 habe, HI. Ja, ne, ich hab ja alle Namen lesen müssen, ne? Alle Namen und alle Codes habe ich lesen müssen, das kann ich ja noch nicht super. Ja. Aber ist schon richtig, ne? Es gibt also sehr, sehr viele Wires. Und ich weiß nicht, ich habe also auch über 1000 verschiedene. Ne? Elfi ist noch dran am Arbeiten. Die möchte gerne auch irgendwann mal noch die 1000 zusammenkriegen. Ja, ich hab jetzt cool, ich mach jetzt den nächsten Beitrag für Bayern 200. Ja, alles klar, ne? Das ist schon mal was, ne? Du meinst das Deutsche oder was meinst du für eins? Ja, Deutsche, ne? Für uns hier in Holland die Welt, ja, alle 2 Punkte. Ja, alles klar, ne? Das wusste ich jetzt nicht, aber mit den Regeln habe ich mich auch schon lange nicht mehr beschäftigt. Der hält da irgendwelche Vorträge, ne? Der lässt da irgendwas vom Speicher laufen und meint, das sind very limited activity here on our TX line. Die QSO-Party von PA, das war ja auch nicht viel. Ja, das kann ich mir vorstellen, ne? Dass das schwierig war. Für dich sind wahrscheinlich auch die meisten Deutschen noch in der toten Zone gewesen. Ja, weiß ich nicht, letztes Jahr hatte ich 70% mehr. Ich habe also nur ganz wenige Deutsche, am Rande, ganz im Süden und im Osten, aber ansonsten, naja, ist was zusammengekommen, ne? Damit will ich keinen Monat gewinnen. Nee, genau, ne, und ich wollte heute einen Blog schicken an contest@pa.de.nl, aber die kriegt die Mail zurück. Oh, das wundert mich aber. Bei mir kam die an, ne? Also der Vito hat bei mir... Nee, ich krieg die Mail zurück, ne? Und ich hab nochmal eine Kalibre Cabrillo-Fall gemacht. Ja, ich weiß es nicht, ne? Also, absolutely sure that there is definitely no issue with our wiring here between main and front panel, right? auch schon bestätigt. Ja, komische Sache, ne? Aber ich hab probiert, den anzurufen und ruft ihn durch und dann wird das Gespräch abgebrochen. Vielleicht hatte der irgendwie eine Störung. Aber das kann natürlich sein, ne? Naja, ich weiß es nicht, ne? Probier's halt nochmal. Ja, ich hab ja noch eine Woche Zeit, ne? Ich will mich jetzt auf den WPX vorbereiten mit neuen speziellen Codes. Information to the front panel MCU, but the data look ein bisschen antreten. Aber das große DX wird fehlen. Ne? Es wird kaum seltene Stationen geben. Ja, ich mache ja sowieso nur 80 Meter. Also, ne? Der Rest ist ja auch nicht bekannt. Wenn man wieder Durchstreckenmaximum ist, dann mache ich mal wieder aus. Ja, obwohl Allband durchaus auch interessant ist. Ne? Auch jetzt am Wochenende waren etliche Stationen auch auf 15 Meter da. 10 Meter war tot, ne? Aber 15 Seiten immer mal wieder recht schön aus. Ja, ich hab mit die QSO-Party jetzt persönlich unter 7 gearbeitet. Ja, der ist auch ab und zu da, ne? Der Peter, der Fuchs India, der war auch da.
Den habe ich auch gearbeitet, ne? Den habe ich gearbeitet. Der war recht fleißig, der Ruben. Ich kenne ihn persönlich, ne? Der ist jedes Jahr in Friedrichshafen. Oh ja, der hat ja jetzt einfach, ne? Die haben ja einen Flugplatz jetzt da. Das weiß ich nicht, aber ob der dann mit dem Flugzeug schon direkt nach Friedrichshafen hinfährt oder wie oder was. Ne? Aber ob dieses Jahr Friedrichshafen stattfindet, müssen wir ja sowieso mal abwarten. Ja, du konntest Zulu Delta 7 St. Helena ja nur per Schiff erreichen. Und letztes Jahr haben die da einen Flugplatz angelegt und wir rechnen auf 30.000 Touristen. Ja, das ist klar, ne? Tom, Flugplatz in der Nähe ist immer was Gutes, ne? Aber es macht auch Krach und bringt auch Störungen mit sich. Also ich möchte hier nicht unbedingt einen Flughafen direkt neben dem Grundstück haben. Ja, ich hab ihn. Du hast den, ja, dann ist das aber sicher auch ein kleinerer. Ja, es ist ein internationales Airport, International Airport, Sechsreihe. Ja, auf 1,5 Kilometer Entfernung zum Tower. Ja, alles klar. International, ja, ich weiß. Wenn da auch nur eine Linie fliegt, was weiß ich, zwischen Texel und Deutschland oder Texel und England oder Texel und Belgien, dann ist das schon international. Ne? So was haben wir mal in W erlebt. Da waren wir zum 10-10-Treffen und da war die ganze Konferenz, die hat auf Bradley Airport in Massachusetts stattgefunden, ne? Und das war auch ein internationaler Flughafen, weil dort jeden Tag 3 kanadische Maschinen gelandet sind. Ne? Sonst hast du auf Internationales nichts gesehen, aber das hat gereicht, um das International zu nennen. Ja, genau, das ist ja der hier Passkontrolle, das ist ja der Außengrenze von der EU. Und ich habe diesmal die Route via Dublin genommen und kann nämlich in Dublin inchecken in die USA und dann kann man die Koffer durchschicken, dann braucht man also in New York wieder vom Band zu holen und wieder einzuchecken und dann kann man die Koffer durchschicken nach Puerto Rico, ne? Das ist zwar ein paar Stunden länger, aber hat mir sehr gut gefallen. Oh ja, das ist natürlich schön, ne? Ja, ich kenne das auch noch mit Umsteigen da in den USA, dass das etwas kompliziert ist, ne? Koffer abholen, Koffer wieder aufgeben und so weiter. Aber ich war jetzt schon etliche Zeit nicht mehr in W, ne? Die Zeiten sind rum, die 10-10-Treffen finden nicht mehr statt und günstig muss ich auch nicht mehr hin, also bleibt mir wahrscheinlich günstig die USA ersteigen. Ja, was gemacht werden? Ja, so beruflich war ich erst bei Planung bei der Deutschen Welle und musste da auch zu Koordinationskonferenzen mehrmals im Jahr an irgendwelche Ziele fahren, wo dann so eine Konferenz Norway, radio, start international irgendwelche Begrenzungen. I double-checked here my parrot. Okay, prima. Jetzt ist uns Papa Alpha 2 Tango Mike 4. Ja, und hier ist Delta Fox 0, Delta India Golf. Wir beginnen in knapp 15 Minuten hier mit dem Vorloggen. Delta Fox 0, Delta India Golf, ja. Hier ist Papa Alpha 2, November Juliet Charlie. Einen schönen guten Abend. Nick PA2, November Juliet Charlie. Auch du bist gut gehört. Higher than it normally should, and therefore I did exactly the same. I put this resistor over the original one, and so when I had this both resistors, Putzt dann hier die Frequenz schon, ne? Delta Foxtrot 0, Delta India Golf, DF 0 DIG hier für die sich anbahnende DIG-Runde. Papa Alpha 2 Tango Mike 4.
AFU with our first step here. So that was step 3. And now keine Symptome und werde mich hier isolieren. Wir sind ja hier im Land am so einem schönen, wunderbaren Grundstück und Bauernhof und nähe Posthausen, ein Einkaufszentrum, also und Petra und so weiter. Ja, die Familie ist groß und beim Begräbnis wird es ein Problem. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber da kannst du nichts machen. Wir müssen Abstand halten, wir müssen vernünftig sein. Es gibt keinerlei irgendwelchen Kladderabatsch und sagen, ja, alles okay. Es ist nichts okay. Gar nichts. Die Welt wird sich ganz schön ändern, bis sie den kleinen Wirchen da so zu Leibe rücken. Hermann, liebe Grüße hier, Nähe Posthausen, hier im Lande. Hier kann ich dann wunderbare Antennen noch spannen, das wird noch viel geben, aber wenig Leute kenne ich, die mir da helfen können. Die Petra hilft mir da. Klaus, dir auch alles Liebe, alles Gute und dann werden wir schauen. Ich werde euch dann irgendwann alle heimsuchen bei den DL6 EAT, dann werde ich auch einmal, das ist 1 Stunde 10, aber alles in Zukunft. Momentan schön den Ball flach halten. Also bleibt mir gesund, tschüss Hermann und tschüss Klaus. Alles Liebe, alles Gute und Grüße von uns, DL1DX hier oben in Hohen Norden. Ja, okay, gut Erwin, nicht? Geht sehr, sehr schön, richtig schön laut, ganz wunderbar. Mir tut es sehr leid mit deinem Schwiegervater, vor allem für deine liebe Petra. Ich hoffe, sie kommt dann über den Verlust auch hinweg. Und wenn dann auch nicht einmal die Trauerfeierlichkeiten so stattfinden können, dann ist das natürlich noch ein zusätzlicher Erschwernis. Ne? Also haltet vor allem den Kopf aufrecht zwischen den Schulterblättern und seht zu, dass ihr euch nicht irgendwo etwas einfangt. Ne? War schön, dass du dich reingemeldet hast, Erwin. Wollen wir eben kurz gucken, ob es noch mit dem Hermann klappt. Hermann? Ja, ich denke, Hermann wird umschalten jetzt auf seine große Station, Erwin. DL1DX DK7, extra Lima. Wunderbar, Klaus. Ja, wie lange wird das dauern? Da bleibe ich natürlich noch da, das möchte ich schon sehen. Obwohl ja, du hast mir einen hervorragenden Vorteil mit Magnetic Loops, hatte ich auch in 30 Jahren sehr gute Erfahrung, wir machen mal 40. Aber das ist alles so eine Sache. Und alles Kipp und wie das alles zusammenhängt, das wissen wir als alte HF-Leute. Also dann wird es schon interessant, mal, wenn Hermann jetzt kommt, remote. Ja. Hier ist die K7, extra Lima. Ja, guck, jetzt ist die Frequenz schön sauber. Ja. Erwin, ansonsten fantastisch natürlich so ähnlich wie in Posthausen bei dir. Ne? Wir haben ja also so etwas von einem Frühlingsduft liegt hier in der Luft. Da macht auch so ein bisschen dieser Boden fast nachts, nicht? Aber die Tage sind ja wirklich wunderschön. Ich hoffe, ihr genießt es auch so einigermaßen. Ja, so einigermaßen natürlich. Bin ja am Bauernhof aufgewachsen und ein bisschen Geruch ist ja heute nicht schlimm. Die Riesenwiesen, das Grundstück ist hier bis zum Wald 900 Metern, 500 Meter breit und das muss ja bearbeitet werden. Das machen die Bauern, freuen sich, wenn sie hier mähen dürfen. Allerdings habe ich schon dazu gelernt. Ich bin ganz schön schockiert, weil alles astrein grün ist, alles mit Glyphosat gemacht. Das Gras wächst wie eine Eins und ich bin ja noch von Kindheit ein Schwalbenliebhaber, meine Lieblingsvögel, die 6.000, 7.000 Kilometer mit dem kleinen Gehirn auf das gleiche Haus wiederfinden und so weiter. Und das wird immer weniger, nicht? Die Ställe sind ja geschlossen und ist ja ganz klar, auch die Schweineställe stinkt ja furchtbar. Das ist alles professionell und wie das so ist und die Schwalben finden da kaum Futter. Und natürlich auf den Wiesen gibt es natürlich viele Mäuse und anderes Zeug gibt es schon. Aber erstaunlich, wie sich die Welt geändert hat, von meiner Jugend her natürlich. Jetzt bin ich 75 und dann, wie ich da auf meinen Feldern da mit meinem Großvater rumgelaufen bin, wie das alles geblüht und Ding hat, das gibt's alles nicht. Eine ganz glatte, grüne Fläche. Da habe ich gesagt, wie gibt's das denn? Ja, da wird Glyphosat drauf. Tja, so ist das Leben. Also Klaus, das müssen sie alle, die nächste Generation muss das verantworten.
So, jetzt hat sich, glaube ich, Hermann gemeldet. Du bist jetzt QRV. Ja, ich bin jetzt QRV mit der Remote-Station und ein bisschen mehr Antenne in der Luft, Erwin. Ne? Das geht jetzt besser, okay? Ja, das geht hervorragend, Hermann, überhaupt kein Thema, überhaupt keine Diskussion. Ich hab dich schon, wenn das Ding war. Naja, so ist es. So, ich habe euch meine Sachen erzählt hier. Irgendwann, ich komme hier schon 25 Jahre hier im Norden hoch und jetzt habe ich mich von Herzen auch entschieden, hier mit meiner Frau, mit meiner lieben Petra, meinen Lebensabend hier zu verbringen. Das Haus wird nicht mehr benutzt hier, gehört zu einem Bruder und ich habe Freude, noch eine Riesenwiese zu haben, wo ich Drähte spannen kann, wie in alten Zeiten, meine Herren. Ja, da kannst du dich glücklich schätzen und dann vor allem, du liegst ja nicht auf dem Geestbrücken, wenn ich das recht noch erinnere, bist doch eigentlich noch im Marschenland, oder? Ja, ich kenne mich da noch nicht so aus, Marschenland oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Wiesen sind ganz schön saftig und wässrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die Straße, die geht ein durchs Moor. Das ist alles, hat auch Nachteile natürlich, wo ich als Nicht-Norddeutscher überhaupt keine Ahnung habe, aber sie haben den Griff und so weiter. Also ich bin nicht das erste Mal hier und so weiter und ich werde zwar nie Blatt sprechen können oder verstehen, tue ich ein bisschen, aber das macht ja nichts. Das ist ja die schöne Sache im Leben, verschiedene Volksmund und so weiter zu verstehen. Und mit Essen und Trinken gibt es nicht viel, da komme ich auch aus. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, Hermann und Klaus, ab und zu eine richtig frische Gans und das soll sehr, sehr gut sein. Ich habe kein Lokal gefunden, wo es diese Martinsgans gegeben hat, die zum Genießen war. Die waren alle 3 Tage alt, vorgebacken und ausgedürrt und so weiter. Ich war so ganz schockiert, wie ich dachte, wie in alten Zeiten, Mensch, jetzt kriege ich immer eine richtige Martinsgans, bitte kommen. Ja, doch, das bekommst du. Also jedenfalls haben wir hier bei uns auf dem Wochenmarkt zu der Zeit frisch geschlachtete Gänse, gerade eben wenn das Martinsgansessen losgeht, das bekommst du schon. Du musst da nur so ein bisschen über Land fahren, Erwin. Nee, ich meine jetzt nicht selber. In einem Lokal, entschuldige bitte, das hast du falsch verstanden. Die Lokale bieten ja mit der Werbung und Propaganda an und die Leute sagen, hier im Norden machen die Gänse am besten. Aber die kochen auch noch mit Wasser, verstehst du? Wenn sie viele Kunden haben, dann haben sie 2, 3 Tage schon vorgebacken, ausgedürrt und so weiter. Man kann das nur selber machen. Ja, das verstehe ich. Das habe ich jedenfalls einen Hals bekommen, nicht? Ja, die Gastronomie, ja, das ist dann halt auch viel Erfahrung und lokale Kenntnisse gehören dazu, dann findest du auch den richtigen, ne? Naja, ich habe ja Empfehlungen und wirklich Reklame bin ich da reingefallen und so weiter. Aber ich will mich da nicht beschweren. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt der große Gänseverschlinger wäre. Hier der Nachbar, ich höre die armen Tiere. Ach, ich habe ja auch ein bisschen Mitleid mit den Viechern natürlich. Ach Mensch, wie sie schnattern und so 300 Meter entfernt darüber machen Gluck, Gluck und so weiter. Ach, süß. Also für mich, ich werde vegan schon, ich könnte kein Tier mehr schlachten. Hermann, wie sieht's bei dir aus? Ja, das denke ich schon los, nicht? Aber ich habe das noch nicht gemacht, nicht? Unbedingt so war mit Fischen, so, die man so als Jugendlicher selbst gefangen hat. Den musste ja einer umbringen, ne? Und das konnte ich den Tod und so. Und das habe ich noch nicht gemacht. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, Erwin, wo bist du da jetzt? Was ist das UTH? Ja, das ist hier. Ja, da ist irgendwas abgebrochen. Er ist gar nicht so weit entfernt von dir, in Posthausen. Ja? Das ist so ein bisschen südlich, so südöstlich von Bremen, ne? Ja. Ja, hier. Da wo das große Einkaufszentrum ist in Norddeutschland, Posthausen, warum da jetzt meine Endstufe weggeflogen ist, ein hohes SWR, weiß ich nicht, vielleicht diese Rollspulen, dass das nicht aus. Du kennst doch das Einkaufszentrum, das große hier im Norden, da 3 Kilometer entfernt. Ja, natürlich. Also diesen Möbelkaufhaus das Ganze, ne? Ist doch klar, bin ich schon gewesen, ne? Alles bestens, jetzt weiß ich, wo du bist, Erwin.
Ja, ja, und dann 3 Kilometer hier raus, dann gibt es so eine Bauernhöfe und kleine so Häuser und so weiter und nein, werde ich mich dann hier niederlassen und Drähte spannen, Hermann, nur Drähte. Ja, also was du ja jetzt gesagt hast, ist ja dann gut. Mit 20 drüber, oder noch ein bisschen mehr, wir geben den Weg. Ist schon ausgezeichnet, Erwin. Ja. Ja, und dann habe ich dann ein bisschen Zeit, euch einmal heimzusuchen oder zu Dresden mal Anschluss zu machen, weil ich in der Frankfurter Gegend nach 50 Jahren sind viele Freunde alle weggestorben. Tut mir leid, das zu sagen, aber und sie geben alle ab. Das waren halt die guten Zeiten und wenn ich heute jemand brauche, da ist sehr schwer. Ich habe früher, du weißt ja, wir haben ein Amateur hat gerufen und wir haben sofort alles immer da gestanden, haben die Antennen gebaut, Masten gebaut, geholfen, getan. Heute hat keiner mehr Zeit und auch, dass ich jetzt das sage, nicht alle, aber viele junge Leute haben überhaupt keine Ahnung von Antennenbau oder irgendwo in der Richtung. Oder einen Korkstecker anzuschließen, richtig zu lösen oder was immer. Grimpen kann man immer. Aber ich will das jetzt nicht negativ bewerten. Es gibt hier viele Funkamateure hier oben. Und einer hat mir sehr geholfen, mein DO aus Edelsen, der da im Park, im Schlosspark wohnt, hat eine Delta-Lupe über die Bäume und der schießt mit einem 20 Gramm Angelrute 20 Meter hoch und da ziehen wir dann die Drähte hoch. Was sagt ihr dazu? Ja, so, das ist eine bekannte Methode, nicht? Und wenn einer sich so mit der Angel auskennt, nicht, der kriegt das hoch, weil das noch ein relativ junger Mann ist, ne? Alles Beste, Erwin. Ja, okay, also meine Herren, ich verlasse euch, hat mich riesig gefreut, Hermann und Klaus. Und ja, bleibt mir gesund und dann werden wir ab und zu nochmal funken. Und es dauert noch eine Zeit. Ich wollte dann, mein Haus habe ich jetzt verkauft in Frankfurt, muss noch die Wohnung verkaufen. Und dann, das ist jetzt eine schlechte Zeit, ökonomisch, wirtschaftlich gesehen. Bis jetzt haben sie sich alle hier zurückgespielt. Ja, aber jetzt, das wird schon eine ganz schöner Einschnitt sein, weltweit. Und wie die alten Leute gesagt haben, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, hat mein Großvater gesagt. Erwin, Delta Juliet 4 Alpha X-Ray. Ach, Gottes Willen, du bist ja hier neben mir. Ja, wir können vielleicht gleich noch kurz sprechen. Ja, mit den Einschnitten, da hast du dich irgendwie recht. Es gibt so ein Lied, kennst du noch, ne? Es gibt ein Meter, bis der Tod. Klaus, du bist hier 50 dB über das noch. Ich dachte, du stehst hier vor der Straße, der Bohrhexe. Also der Klaus ist da DJ4 Able X-Ray und wir werden euch verlassen und ein bisschen QSY machen. Tschüss Klaus, tschüss Hermann. Ja, hat mich gefreut, Erwin. Und schön, dich hier oben zu wissen, dann kommen wir auch vielleicht das mal zum Ratschen und wenn wir uns hier treffen, dann werden wir alte Zeiten aufwärmen, nicht? Also auch Grüße an deinen QSO-Partner, ihr macht nämlich an QSY und habt einen schönen Abend und bleibt gesund. HI in Kleinstmengen natürlich und dann schauen wir mal, was da alles kommt. Okay, ja, der Heinz kommt in aller Regel nicht, wenn wir Afrika-Verbindung hatten. Gell? Das ist dann die ganz große Ausnahme, dass er dann doch noch einmal einschaltet. Ja, okay, also wir waren heute Morgen auf Achse, waren die 2 neben, wir waren schon recht früh dran, da war vor 8 Uhr bereits drunten. Da ging es noch recht zivilisiert zu auf den Parkplätzen und auch innen drin, da ist man sich zügig durchgekommen. Und wir haben eigentlich alles gekriegt, was wir gesucht haben, gell? War also alles in ausreichenden Mengen da. Beim Klopapier war es eng. Das brauchen die Leute immer noch. Oh je, oh je, oh je. Okay, also, jetzt haben wir also für die nächsten 8 Tage auf jeden Fall wieder Vorräte zur Genüge im Haus und brauchen uns um nichts weiteres mehr zu kümmern. Ja, mit dem Hund waren wir unterwegs, aber es war sehr unangenehm. Es war eigentlich recht brauchbar heute Morgen, aber dann heute Nachmittag, da kam dann doch so eine Wolkenbank, es war eine dünne Bewölkung, oder es war eine kräftige Schleierbewölkung,
man zwar gesehen, wo die Sonne ist, aber die hat überhaupt nicht gewärmt. Und gleichzeitig kam also ein sehr, sehr kräftiger Wind auf. Das war ekelhaft kalt. Das war ekelhaft kalt. Man wollte eine große Runde drehen und dann ist dann aber doch ganz gewaltig abgekürzt, wo wir dann noch ein paar halbe Stunde ist die Sonne wieder rausgekommen und jetzt ist auch wieder windstill. Aber es ja, 6,5 Grad haben wir gehabt am Nachmittag, wärmer ist nicht geworden. Mal sehen, ob die Wetterfrösche recht haben, dass es morgen wirklich dann immer wieder sonnig und frühlingshaft warm wird. Dann setzen wir uns zum Beispiel raus auf den Balkon oder runter auf die Terrasse. Ja, sonst gibt es nichts Besonderes. Ich habe viel draußen zu tun gehabt heute und also ein paar Bastelarbeiten hier im Haus. Also Langeweile kommt Gott sei Dank keine auf. Okay, also, ja, und ich weiß nicht, ob es ein paar Kilometer liegt, wie weit sind wir eigentlich voneinander entfernt? 150 oder sowas? DJ2U, DJ6, ja. Ja, Udo, ich kann das nicht genau sagen, ich würde da in der Preisklasse einschätzen, also 8 Kilometer wird es nicht sein. Und mich hat es nur gewundert, weil am Sonntag ging es eigentlich hervorragend und da waren also die Signale erhaben. Gut, dass es ab und zu schlechter ist ganz normal. 15 Meter habe ich halt einmal ein bisschen rumgekurbelt, auch 12 Meter. Aber außer in SB8, in dieser Sonderbetriebsart, war eigentlich nichts auf den Bändern zu lokalisieren, wo sich gelohnt hätte. Ja, und Temperaturen waren hier so um die 8 Grad. Die Bewölkung ist bei uns gekommen, da war dann aber die Sonne weg, so gegen 15 Uhr. Und dann ist es so ein bisschen diesig geworden, also, und die Temperatur ging steil nach unten weg. Also, es war ekelhaft dann. War froh, wo ich dann wieder zu Hause war, weil ich habe, wo ich fort bin, eigentlich nur mit Pullover leicht gekleidet ab. Und da geht es aufwärts erst einmal so 30, 40 Minuten bis auf 500 Meter. Wir sind hier so bei 200. Und da brauchst du also dann unbedingt die schützende Wärme von Kleidung, bis da oben bist, aber dann oben entlang und bis man wieder unten ist, da hat es ausgekühlt. War also auch nach 1,5 Stunden froh, wo ich wieder im Domizil war und habe mich ein bisschen aufgewärmt. Okay, ja, was gibt's? Ich lass mich mal hören, ob der Volker da ist. DJ2DW, kannst du uns lesen? Hörst du ihn? Negativ, heute nicht. Gestern war er zu hören, heute ist nichts zu hören. Ja, okay. Also, ja, ich habe also die letzten 2 Mal Schwierigkeiten gehabt. Das vorletzte Mal, da habe ich ihn ja nicht einmal gehört. Oder nur gelegentlich. Gestern habe ich ein paar Brocken verstanden, aber so auch nicht drin. Ja, also man merkt natürlich, gell, die Leute sind daheim und haben Zeit für den Funk. Ja, entsprechend voll ist. Naja, bald haben wir ja die Zeitumstellung und ich schätze, dass man dann die Sonne noch relativ hoch steht, dass es da noch sehr, sehr ruhig auf den Frequenzen ist und die etwas weiter entfernten Stationen sehr, sehr stark im Hintergrund bloß noch zu hören sind. Da freue ich mich dann eigentlich drauf. Aber wir werden es eben nehmen, wie es kommt und auf 20, also ich habe gedacht, ich bin der Leo. Hast du diese französisch sprechenden Stationen, die waren wahrscheinlich alle aus Nordafrika im QSO mit den Franzosen selber daheim, hast du die eigentlich alle überall gehört? 120 oder sogar unterhalb, 17 ab, beginnend bis hoch, war da alle 3 Kilohertz eine neben der anderen. Also ich habe das da, dann aber mal gedreht, rauf und runter. Und ihr beide wart eigentlich lauter halt wie der Wolfgang gewesen. Das hat mich gewundert. Aha, war aber nicht immer laut. Ja, also manchmal sind die Bedingungen wirklich seltsam. Ja, und ihr habt mit dem Klaus in dem TK8 EQ noch was zu besprechen gehabt. Der
Da habe ich mich auf 70 cm gewartet. Schon schätzte Wolfgang noch gebeten, aber einen Versuch auf 15 Meter zu machen, denn laut Vorhersage müsste es eigentlich einigermaßen stabil gehen. Sonnenfleck Maximum, was ich gestern mal gesehen habe, und deswegen auch die Bedingungen hier für unser 80 Meter Band hier sehr gute Ausbreitung sind hier. Prima, ja. Jetzt haben wir mal auf Short gewesen, ist das richtig? Nochmal, deine Frage habe ich nicht ganz verstanden, weil der digitale Impuls hier gerade durchkam. Sporttrafikula. Mein Name hier Georg, also Golf, Echo, Oscar, Romeo, Golf, Georg. Ah, Georg, okay. Ja, dann ist doch mal so, die Ausbreitungen sind so groß und da klettern auch schon mal andere Stationen, aber die können da nichts mehr machen, das sind so diese Ausbreitungsbedingungen. Ja, so ist das. Kannst du nämlich machen, auch eben als Störbrunde. Ne? Die breiten sich natürlich auch entsprechend gut aus und machen sich entsprechend stark bemerkbar. Ne? Was sonst irgendwo Mulmig irgendwo mit S7, S8 bemerkbar macht, ne? ist dem jetzt auch mit 10. Delta Lima 8 Golf Alpha Romeo. Delta Lima 8 Golf Alpha Romeo CQ 80 Meter. CQ80, CQ80, CQ 80 Meter. Delta Lima 8 Golf Alpha Romeo Rufcenter. Delta Lima 8 Golf Alpha Romeo CQ. Delta Lima 8 Golf Alpha Romeo Rufcenter. Allgemeiner Anruf, CQ, hallo, CQ, Delta Lima 8 Golf Alpha Romeo, Delta Lima 8 Golf Alpha Radio CQ und Herz. Das Westfeld, das ist was Abstand halten. Du musst hier nur noch einen Abstand fahren, der automatisch beschleunigt da einfach. Ja, man kann sich auch umdrehen und böse gucken, das geht auch. Also das funktioniert auch. Das ist sogar ganz gut, da braucht kein Abstandswarner. Ja, aber die muss ja meistens hier im Auto irgendwo und nö. Die Jungs sind uns persönlich sehr gut kennengelernt in Friedrichshafen und auch so. Die 2 oder 3 Elemente verkürzt. Oh, jetzt ist dein Transceiver abgestorben, oder was? Kostnadene V-masse 100 er en egen boks som du kobler til, som gir 48 volt, eller hvordan er det da i jobbet? Falsch hier beim Modellieren, manchmal in den Spitzen, da ist der rote mal an, aber das ist nicht schlimm. Haben wir ja gelernt, das da war ja. Alles klar, Peter, dann würde ich sagen, schöne Grüße. Dann gehe ich mal runter und dann hören wir uns später, wenn alles gut geht. Roger, alles klar. Dann würde ich sagen, bis nachher mal, gell? Ja, so ist der Plan, so machen wir das, Peter, ne? Dann bis gleich. Jo, ciao. Tschüss. Ja, der hat ja dort auch auf, aber Rudi und die haben noch eine Firma und das
Ich weiß das nicht. Also aber auf jeden Fall, wie gesagt, Bauhaus und Obi hatten auf. Anderen nicht. Und da muss ich erstmal abwarten, bis da noch was Besseres kommt. Ja, nee, Besseres kommt, brauchst du nicht. Die Software ist jetzt schon sehr schön. Warte mal, ich muss mal gucken hier. Ich muss natürlich durchdrehen, so 1 Parameter, Gamma Delta auf 2 übersteuern. Ne? 1, 2, 3, A, B, C, so. Von gegenüber der Straße, die für die Kühe füttert, und der Draht kommt ins Heu rein oder ins Futter rein und die Kühe sterben. Also ist ja was Wahres dran, wenn die so Drähte fressen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon ganz kritisch. Ne? Der ist dann da morgens um 5 da praktisch im Schlafanzug ist er dann da rübergerannt und hat die letzten Drähte schnell noch weggezogen. Oh, ja, der John hat sie auch getrieben. Ja, vor 3 Jahren habe ich noch einen Friedrichshafen mit seinem Rollator gesehen. Ich glaube, er ist auch ziemlich bedient. Ja, vor allen Dingen seitdem dann XL dann verstorben war, ist es mit ihm auch noch ein bisschen runtergegangen. Ist Delta Juliet 4 Alpha X-Ray. DJ 4 Alpha Able X-Ray, D Alliance Delta X-Ray oder Echo Alpha 8 Alpha X-Ray ist mein Rufzeichen. Siehst du, Able X-Ray haben wir zweimal. E8AX ist mein Rufzeichen, aber ich mache nichts hierfür. Ne? Hier habe ich jetzt unten eine G5RV und da war mir gefunkt. Klaus, bei mir ist das Feuer ziemlich aus mit den ganzen Geschichten. Wenn ich nicht meine XL hätte, hätte ich schon längst aufgegeben. Aber die Peter sagt, Mensch, was machst du sonst? Funk doch mal. Ja, das ist auch völlig richtig, ne? Und vor allen Dingen jetzt in Zeiten dieses komischen dieser komischen Virusgeschichte, da sollte man also viel öfter mal funken lieber. Da hast du recht, ja. Naja, das Ganze wird man sehen, wenn wir das überleben. Aber es tut mir sehr leid um die 4BT. Ich habe ihn nur einmal gesehen und nicht groß reden können. In Friedrichshafen mit seinem T-Shirt. Und da ist er mir gar nicht so alt vorgekommen, vielleicht vor 3 Jahren oder was, oder 4. Und so weiter. Naja, also dann werden wir beide uns dann hoffentlich in diesem Leben sehen. Und dass wir alle gesund das überleben, halbwegs. Und ich hoffe, dass da sieht man wie die Menschheit, ich dachte immer, wir können alles, ja. Also entschuldige gesagt, können kann man nicht alles, wir sind nicht der liebe Gott. Aber mit der heutigen Technik, Messtechnik, Computer, Labors, oh Mann, was können wir alles, ja, Bullshit. So ein kleiner Wirchen, mein Lieber, der zeigt dir die lange Nase. Ja, da hast du völlig recht, ne? Übrigens, der 4PT war also körperlich immer noch fitter als ich und ich war ja gar nicht so unflott unterwegs. Ja, hier haben wir, kann mich erinnern, der war weder mollig noch sonst irgendwas, ja. Also der hat hervorragend einen Eindruck für mich gemacht. Also keiner, der da auf der Krücke ging, oder? Der kletterte ja auf den Masten hoch bis oben auf 40 Meter. Ein verrückter Hund. Also ein bisschen verrückt muss man schon sein. Ja, also die ganze Geschichte, wenn man das mal zusammenrechnet, ich weiß nicht, ob seine X2L das gewusst hat, aber so 180.000 Euro kamen schon zusammen. Ja, na gut, es beeindruckt mich nicht, weil du kennst ja, ich kenne die Amerikaner und alle diese weltweiten Leute, das ist alles irrwahrscheinlich. Ich war hier beim K6 Yankee, guter Freund von mir, guckt da mal seine Homepage an. Und der Randy, KH6 X-Ray, der Randy, hat mich jetzt kommen die Leute alle von der Bayern, besuchen mich, jetzt letzten Oktober besucht. Und der Randy hatte diese 2 Acre gehabt, da oben im Norden, wo Bouquet, und hatte diese 7 Masten aufgestellt. Und der letzte Besitzer ist jetzt der K6 Yankee. Und der hat noch 2 Element für 80, aber linear loaded und 4 Element Full Size für 40 und sonst über 6 und sonst irgendwie. Und diese Multi-Operator-Station, die steht da kostenlos zur Verfügung, da kommen Japaner, Europäer und ein extra Gästehaus mit Stockbetten für die Operator und Küche. Ja, und ich habe die Ehre gehabt, das letzte Mal, der hat mich auch schon ein paar Mal besucht, auch in der River. Letztes Jahr, vor 2 Jahren, hat er mich nochmal eingeladen, schickt mein Ticket, sagt, Erwin, jetzt komm mal rüber. Weil ich will nicht mehr so lang fliegen und so weiter. Peter sagt, also komm, mach es.
so steht es mit mir, nicht? Also irgendwann ist auch im Leben, dreht sich das. Ich bin nicht unglücklich, weil ich will ganz einfach nicht mehr dieses viele Reisen und die Jetlags, Long Flights und so weiter. Aber wenn man natürlich und dann bin ich ja kein Contester, wie die alle waren. Und dann gehe ich am Abend nach dem Essen da hoch, QSS Europe, und dann geht's los. Italy ohne Niederfahrer und das Beilab und 5959 und nach einer Stunde brummt der Kopf und sage ich, für was ist das gut? Ja, da hast du recht. Natürlich, wenn es mit so einem Hochzeit auftaucht, dann geht schon mal die Puls ab, ne? Ja, ich habe auch KH6 natürlich auf 80 auch in SSB gearbeitet, verschiedene Stationen. Da war KH6, X-Ray dabei und der OE6 Mike Bravo Golf, der Mike, als der Strich KH6 war, den habe ich auch auf 80 gearbeitet in SSB. Ja, der Mike. Ich habe Mike da untergebracht und der ist jetzt K7XX und ist ja ganz verzweigt mit der Sache und dann macht das gar nichts, diese Reiserei hin und her. Mal überfliegen, schnell zum Contest wieder zurück. Die jungen Leute sage ich immer wieder. Also das ist eine Einstellung und eine tolle Funklage und mein Freund K6 Yankee steht für das alles zur Verfügung. Unabhängig von der Funkerei, man darf hier in Amerika, gerade in Hawaii, nur 30 Meilen fliegen, fahren dann in diese Straßen, Stränden entlang, oben in Pupukea nennt sich das. Und da habe ich eine Mini zur Verfügung gehabt und du weißt ja, das ist alles automatisch normal. Und da will ich jemanden überholen, gibt Gas und die Räder drehen durch. Und ich denke mir, verdammt, so ein kleiner Mini, wieso drehen da die Räder durch? Weil ich wusste nicht, dass ein Mini Cooper war mit 180 PS, gell? Ja, ich habe das schon gehört, das gibt's. Also das ist natürlich eine ganz heiße Kiste. Ne? Kommt es als Nummer 200 bzw. in der erweiterten Version als Nummer 100 kostenlos. Dabei zählt die Reihenfolge des Eingangs der Beantragung beim Diplommanager. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beide Diplome können über das DCL beantragt werden. Sonder-DOKs können als Joker sowohl für einen fehlenden Distrikt als auch für einen fehlenden DOK eingesetzt werden. Dies trifft auf den aktuellen Sonder-DOK Foxtrot 11 Hotel Golf 70 Golf Radio für die beiden Rufzeichen Delta Lima 70 DARC und Delta Ontario 70 DARC zu. Gleichzeitig zählen diese Kontakte mit doppelter Punktzahl wie alle Clubstationen von Foxtrot 11. Die vollständige Ausschreibung ist auf der Webseite des OVs Foxtrot 11 zu finden. Für Nachfragen dazu habe ich auch einen Link. Darüber berichtet Michael B., Delta Juliet 5 Lima Bravo. Hier ist Delta Lima 0, Delta Lima mit dem Deutschland-Rundspruch. Am Mikrofon ist Delta Kilo 1, Italien, Japan, der Dieter. OV Tango 10 hat die Operation Endurance gestartet, Endurance geschrieben. Der OV Otto Beuren Unterallgäu, das ist Tango 10, lädt zur Teilnahme an der Operation Endurance ein. Sie begann am 19. März um 9 Uhr UTC und geht bis zum Ende des Katastrophenfalls in Bayern. Dabei geht es um Spaß am Funken unter widrigsten Umständen, Bandbelegung und auch etwas Frequenzverteidigung, wie der OV-T10 verlauten lässt. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Notfunkaktivität. Die Aktion ist zudem mit dem Distriktsvorsitzenden Schwaben, das ist T wie Tango, unter Berufung auf das im DL-Rundspruch vom 19. März veröffentlichte Interview mit dem Notfunkreferenten des DRC Oliver Schlag, Delta Lima 7 Tango November Yankee, und in Respekt vor den getroffenen Maßnahmen der bayerischen Staatsregierung abgestimmt. Bei letzterer handelt es sich um Beschränkungen in der Bewegungsfreiheit, um möglichst viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermeiden und um möglichst wenig weitere Todesopfer verzeichnen zu müssen. Endurance heißt Ausdauer. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis der gesamte Corona-Spuk vorbei ist, heißt es auf der Webseite des OV Tango 10. Wir wissen nur, dass wir allesamt möglichst zu Hause bleiben sollen. Wir wissen, dass wir nur zum Einkaufen, Arbeiten und für einen einsamen Spaziergang rausgehen dürfen. Das kann dauern. Nutzen wir also die Zeit für intensive Kontakte untereinander, eben nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, auf jegliche erdenkliche Weise, die uns unser Hobby erlaubt, heißt es auf der Webseite von Tango 10 weiter.
Es wird für den, der in der Zeit bis zur Aufhebung des Katastrophenfalls in Bayern die meisten Kurs ausführen kann, ein Pokal von Tango 10 gestiftet. Über die Aktion informiert Michael Bader, Delta Juliet 1, Mike Golf Kilo. Hier ist Delta Lima 0 Delta Lima mit dem Deutschland-Rundspruch des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Ich komme nun zu den aktuellen Contesten. Da hätten wir vom 28. bis 29. März CQ Worldwide WPX Contest. Am 4. April den DARC UKW Frühlingswettbewerb. Vom 4. bis 5. April SPDX Contest und EA RTTY Contest. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL 3/20 auf der Seite 60 und 4/20 auf der Seite 64. So, das meteorologische Wetter ist ja super die letzten Tage. Nun wollen wir mal schauen, was denn der Funkwetterbericht vom 24. März macht. Und erstellt wie immer von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Victor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 17. bis 23. März. Auch zum Frühlingsbeginn blieb die Sonne ohne sichtbare Sonnenflecken. Der solare Flux fiel marginal von 72 auf 70 Einheiten. Das geomagnetische Feld war am 19. März aktiv gestört. Der im 3-Stunden-Takt ermittelte Index K erreichte den Wert 4. Der einzige ruhige Tag war der 17. März. An den anderen Tagen war das Magnetfeld unbestimmt. Die K-Werte schwankten zwischen 1 und 3. Die längere Sonnenscheindauer führte trotz fehlender Sonnenflecken zu brauchbaren Öffnungen der Kurzwellenbänder oberhalb 20 Meter. Das 17-Meter-Band war täglich benutzbar. Im RUDX-Contest öffnete 15 Meter etwas länger als an den Wochenenden zuvor. Gegen 14:30 Uhr UTC betrug die 3000 Kilometer Muff knapp 21 MHz. Das gestörte Magnetfeld blockierte jedoch alle nördlichen Funkwege. Während Südeuropäer auf 15 Meter mit W6 funken konnten, waren in unseren Breiten außer der Karibik kaum nordamerikanische Stationen aufnehmbar. Auf 10 Meter gab es nur eine ganz kurze Öffnung am Sonntag Richtung Osten. Die unteren Kurzwellenbänder zeigten sich in gutem Zustand und mit lauten DX-Signalen während der Dämmerungszeiten. Auf 160 Meter produzierte zum Beispiel VK3 CWB im abendlichen Greyline-Kanal ein S6-Signal an der kurzen Groundplane-Antenne bei DL1 VDL. Kommen wir nun zur Vorhersage bis zum 31. März. Beim CQ-WPX-Contest am kommenden Wochenende erwarten wir unveränderte Ausbreitungsbedingungen. Der solare Flux verharrt ohne neue Sonnenflecken bei etwa 70 Einheiten. Das geomagnetische Feld bleibt unbestimmt. Bis zum Wochenende werden die Störungen durch Sonnenwind vom koronalen Loch CH 956 abgeklungen sein. Die Bänder 20 und 40 Meter liefern die lautesten DX-Signale und sind weltweit offen. Während der Abenddämmerung bestehen auf 80 und 160 Meter nach 17:30 Uhr UTC gute Chancen für QSOs nach ZL bis 18:20 Uhr UTC, VK3 bis 19:10 Uhr UTC und VK6 bis 21:30 Uhr UTC. Die Überlappung der Dämmerungszonen zwischen DL und JA gegen 19 Uhr UTC ist allerdings ziemlich kurz. Auch das 15-Meter-Band sollte brauchbar öffnen, wobei die Dämpfung in der Aurora-Zone über Öffnung nach Nordamerika entscheiden wird. Meistens klappt es an einem der beiden Tage. Hier ist Delta Lima 0 Delta Lima mit dem Deutschland-Rundspruch des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Es folgen nun die Orientierungszeiten für Greyline DX, jeweils in UTC. Sonnenaufgang, Auckland, Neuseeland, 18:27 Uhr. Melbourne, Ostaustralien, 20:27 Uhr. Perth, Westaustralien, 22:22 Uhr. Singapur, Republik Singapur, 23:07 Uhr. Tokio, Japan, 20:38 Uhr. Honolulu, Hawaii, 16:30 Uhr. Anchorage, Alaska, 15:42 Uhr. Johannesburg, Südafrika, 4:13 Uhr. San Francisco, Kalifornien, 14:06 Uhr. Stanley, Falklandinseln, 10:07 Uhr.
und Berlin um 4:58 Uhr. Sonnenuntergang. New York, USA Ostküste 23:12 Uhr. San Francisco, Kalifornien 2:36 Uhr. Sao Paulo, Brasilien 21:12 Uhr. Stanley, Falklandinseln 21:58 Uhr. Honolulu, Hawaii 4:43 Uhr. Anchorage, Alaska 4:24 Uhr. Johannesburg, Südafrika 16:13 Uhr. Auckland, Neuseeland 6:26 Uhr und in Berlin 17:27 Uhr. So, liebe Freunde, das waren die Meldungen des DARC Deutschland-Rundspruchs. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, Delta Hotel 5 Foxtrot Lima vom Amateurfunkmagazin CQDL. Meldungen für den Rundspruch mit bundesweiter Relevanz schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail ausschließlich an redaktion@darc.de. Diesen Rundspruch gibt es auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite, in Packet Radio unter der Rubrik DARC sowie per E-Mail-Abonnement. Über die DARC-Webseite können Sie sich dazu jederzeit an- und abmelden. Bitte bewahren Sie dazu Ihr Passwort stets griffbereit auf. Na prima, haben wir wieder super geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH bis zur nächsten Woche. Am nächsten Donnerstag nicht zur selben Zeit. Wir haben ja Zeitumstellung am Wochenende, am Sonntag. Achtung, dann sind ja 2 Stunden Unterschied. Unsere Zeit zu UTC. Am nächsten Donnerstag dann also ist die Martina an der Reihe. Delta Lima 1, Kilo Mike, November. So, liebe Freunde, ich höre mal eben rein. Hat jemand zufällig gehört, auf welcher Frequenz wir Bestätigungsverkehr machen können? Ist da etwas frei? 4 Kilowatt sicher. Wie viel bitte? 73. Auf 3000, wie viel? Ich habe 73. 73 ist frei? Im Moment bei mir ja. Okay, dann rücken wir ab. Der DEG-Runde nochmal herzlichen Dank für die Überlassung der Frequenz und alle, die jetzt zuhören und den Deutschland-Rundspruch bestätigen möchten. Ich gehe mal auf 3773 und melde mich von da. Okay, ich bedanke mich, Dieter, und viel Spaß dann beim Bestätigen.